Hallo zusammen, heute reden wir mal über das Thema KI. Ich weiß, hier geht es eigentlich mehr um Hausautomatisierung, aber auch da wird natürlich KI eine sehr große Rolle spielen. Und wir reden hier hauptsächlich über das Thema Open Source KI, aber wir müssen natürlich auch über die Entwicklung allgemein auf der Welt sprechen. Und gerade bei OpenAI, da tut sich natürlich viel und auch sag mal, unter der Haube sind da viele Sachen unterwegs und ich glaube, so ein klein bisschen Einblick habe ich, da gehe ich am Ende des Videos mal drauf ein. Aber in diesem Fall sprechen wir erstmal über die Möglichkeiten, die man dann selber so hat, auch vielleicht lokal auf seinem eigenen Computer KI zu nutzen. So, und hier im Hintergrund hatte ich jetzt schon laufen Faster Whisper. Es ist auch beziehungsweise zumindest Whisper ist ein Open Source Tool von OpenAI und Faster Whisper, das ist eine Adaption, die das Ganze noch ein bisschen beschleunigt, dann tatsächlich auch GPU und CPU nutzt. Und ja, was mache ich hier im Hintergrund? Ich lasse meine Stimme hier mal mitschneiden. Und das zum Beispiel ist ein sehr interessanter Workflow, um zum Beispiel E-Mails zu schreiben. Da gehe ich jetzt einmal mit euch zusammen durch, was zum Beispiel die jetzigen Möglichkeiten im Open-Source-Bereich, also im kostenlosen Bereich, schon sind. Drücke ich mir auf Stop Recording und dann kann ich schon mal aufhören, ein bisschen geschwollen zu sprechen, weil irgendwie hat man ja schon so die Angewohnheit, wenn man mit einer Spracheingabe arbeitet, irgendwie etwas geschwollener zu sprechen. Das muss man aber gar nicht, das werde ich euch auch beweisen, weil ich kann jetzt hier mit dem Programm natürlich auch Untertitel erzeugen. Das werdet ihr jetzt hier gleich sehen. So, jetzt ist das Programm geladen und erzeugt da den Untertitel beziehungsweise die Transkribierung. Ja, das ist Whisper ist ein einfaches SST-Modell, also ein Speech-to-Text. Funktioniert multilingual, also auf sehr, sehr vielen verschiedenen Sprachen und erzeugt hier einmal eine Textdatei. Die jage ich jetzt gleich noch durch ein lokales LLM von Mistral. Also das, was ich heute mache, ist halt wirklich alles Open Source, alles, was lokal auf dem Rechner ausgeführt werden kann. Vielleicht nicht auf jedem Rechner, braucht man schon einen etwas schnelleren Rechner. Funktioniert aber auch mit älteren Geräten dann natürlich nicht in der Qualität. Aber grundsätzlich funktioniert auch im Laptop von 2012. Habe ich ausprobiert. Ja, hier in Whisper sieht man jetzt, dass hier so Untertiteldateien erzeugt werden. Das ist für mich als YouTuber natürlich auch sehr spannend. So kann ich dann direkt sehr gut die Untertitel erzeugen. Ich sehe hier schon so ein paar Fehler sind aufgetaucht, aber das ist ganz normal. Kann man Kleinigkeiten notfalls noch korrigieren. Aber alles in allem funktioniert das wirklich sehr, sehr gut. So, und jetzt habe ich hier Open Web UI. Das ist auch ein Tool, das läuft auf meinem Smart Home Server. Das ist einfach quasi eine Web-Oberfläche, die sogar auch ein bisschen besser ist als das Standard-Interface. Das ist zumindest das kostenlose von ChatGPT. Hier kann man auch Stimme aufnehmen, man kann Dokumente oder Bilder, sofern es das Modell unterstützt, hier zum Beispiel dieses Lava-Modell, das kann auch Bildbeschreibungen erzeugen. Ich nutze jetzt aber mal das Mixtral-Modell und da habe ich eine verkleinerte Version genutzt. Das ist relativ üblich, dass man sowas macht. Die meisten sind halt sogenannte 4-Bit-Modelle. Ich habe jetzt hier ein 3-Bit-Modell und das ist nichts anderes, dass quasi die Gewichtungen am Ende sozusagen die Gleitkommazahlen, also die Nachkommastellen werden als solch dann einfach abgeschnitten. Dadurch werden die Modelle deutlich kleiner und können halt auch dementsprechend deutlich performanter ausgeführt werden. 19 GB ist allerdings auch noch sehr groß, aber ich habe eine Grafikkarte, die halt eben so viel Grafikspeicher zur Verfügung stellt. So, jetzt füge ich das hier mal direkt ein. Hier habe ich so Prompts vorbereitet, zum Beispiel Grammar, das ist ja, die kann man sich aber runterladen. Das ist eigentlich relativ einfach. Man muss einfach nur schreiben, von wegen verändere die Rechtschreibung, bleib in der Do-Form. Hier kann man es ja schon sehen, dann irgendwie so ein bisschen Style und Clarity. So, jetzt muss ich hier gucken, was ist amara.org. Was hat er daraus gemacht, aber ist auch egal. Er hat jetzt tatsächlich eine kleine Zusammenfassung oder eine Korrigierung dieses Textes erzeugt. Kleiner Einwurf, die Übersetzung ins Englische ist natürlich auch möglich. Einfach mal hier den Text so einfügen. Geht auch relativ schnell und funktioniert super. So, und die könnte ich mir jetzt hier rauskopieren. Das mache ich mal. Dann muss ich da kurz nochmal in einen Texteditor rein, denn das darf nur eine Zeile sein, wenn ich da eine Sprachausgabe auch noch machen möchte, was ich jetzt direkt einmal mache.
Ja, ist ein bisschen verschoben im Monitor. So, aber ist auch nicht so wichtig. So, noch ein Leerzeichen dazwischen. So, dann öffne ich mal Piper. Schiebe das hier rein und hoffe, dass das so direkt durchläuft. Dann hört ihr das direkt. Hallo zusammen, heute sprechen wir in der Amara.org Community über das Thema KI. Obwohl es hier eigentlich mehr um Hausautomatisierung geht, wird KI auch in diesem Bereich eine große Rolle spielen. Im Besonderen wollen wir über Open Source KI sprechen und natürlich auch über die Entwicklungen auf der ganzen Welt. Bei OpenAI passiert aktuell viel und ich werde am Ende des Videos ein bisschen darauf eingehen. Im Moment laufen im Hintergrund FasterVispa und eine Adaption von Vispa, beides Open Source Tools von OpenAI, die das Ganze beschleunigen. Ich nutze sie gerade, um meine Stimme mitzuschneiden. Dieser Workflow ist zum Beispiel sehr interessant, um E-Mails. Ich breche das mal ab, weil ihr habt es ja bereits gehört. Aber ja, wie gesagt, dieses Tool ist zum einen sehr praktisch zum Programmieren. Da kann man schnell mal eben eine Übersetzung erzeugen. Da kann man Texte zusammenfassen. Ich kann das ja hier zum Beispiel nochmal machen, indem ich hier so eine Stichpunkt-Zusammenfassung erwarte. So, kopiere ich also den Text von eben da nochmal rein. Dann habe ich dieses hier. Und dann macht er da zum Beispiel so eine stichpunkthaltige Zusammenfassung. Das funktioniert auch schon sehr gut. Also das Ganze ist wirklich schon nutzbar. Hier und da sicherlich kleine Korrekturen notwendig, aber insgesamt einfach super beeindruckend. Und ja, wenn ihr euch dafür interessiert, ich werde hier maximal verlinken. Das übersteigt dann wirklich den Rahmen der Möglichkeiten, dass ich da auch noch Erklärungen liefere, wie das jetzt alles funktioniert. Wenn ihr das vielleicht für euer Unternehmen oder was auch immer unbedingt haben wollt, dass ihr zum Beispiel eure Mitarbeiter dazu nötigen wollt, ab jetzt eure E-Mails nur noch per Sprache zu beantworten. Also ich mache das tatsächlich häufiger, dass ich eben schnell hier in Whisper einen Text einspreche und ja, manchmal noch eben schnell korrigieren lasse. Das funktioniert schneller, als das einzutippen mittlerweile und dann ist es tatsächlich eine Erleichterung, wenn es halt Zeit spart und ja, auch nicht zu viel Energie kostet. Deswegen, also wenn ihr sowas machen wollt, dann könnt ihr mir mal schreiben. Das machen wir dann aber wirklich kostenpflichtig. Das muss ich abrechnen, weil das ist sowohl in der Beratung und auch in der Zeit, die einfach dahinter steckt, nicht als kostenlose Dienstleistung hier möglich. Ich nutze das Skript natürlich oder mein Smart Home System auch ein bisschen als Selbstvermarktung, aber an der Stelle hört das dann leider auf, dass ich das alles verschenken möchte. Ja, dieses ist wie gesagt Open Web UI, so heißt es, und im Hintergrund Ollama. Sachen verlinke ich alle. Wie das jetzt installiert wird, eben selber schauen. Es funktioniert auf allen Plattformen, also es funktioniert sowohl auf Mac OS, Linux und Windows. Das ist mir immer relativ wichtig, dass man das möglichst für alle Systeme gleichermaßen nutzen kann. Man sollte einen relativ hardware-starken Rechner haben, um das zu nutzen. Ja, dann kann man hier zum Beispiel mal die verschiedenen Modelle ausprobieren. CodeLlama und Instruct, das sind die angepassten Llama-Modelle von Meta, von Facebook. Die kann man zum Beispiel dann auch mit Twinny, ist auch ein Open Source Copilot für VS Code zum Beispiel, kann man das nutzen, um da Code-Vorschläge zu machen oder auch so einen kleinen Chat am Rand zu haben. Kann ich ja mal hier eben zeigen, wie das dann konkret aussehen würde. So, dann kann ich jetzt sagen, schreibe ein Python-Programm. Dann schauen wir mal, was der so macht und wie schnell der da ist. Und ob es jetzt überhaupt so funktioniert. Ja. Ja, alles klar. Er ist jetzt hier auf das Ausgewählte eingegangen, was ich hier quasi ausgewählt habe. Das heißt, da muss ich mir nochmal einmal einen neuen Chat starten mit einer leeren Datei. So, dann gibt er mir natürlich eben ein ganz einfaches Python-Programm hier aus. Und ja, wenn man das jetzt zum Beispiel hier mal eben reinkopiert, dann kann man da schauen, ob er da auch Vorschläge macht. Ich glaube, hier lädt es gerade, genau, da macht er hier, kann man die Tab-Taste drücken, macht er auch Vorschläge. Das ist vom Prinzip her das, was der Copilot auch macht, nur dass es auf dem eigenen Rechner läuft. Und genauso kann man hier in diesem Web-UI-Programm kann man Bilder einfügen, Dokumente einfügen, die kann man dann auch durchscannen, also Funktionsgehalt deutlich mehr als bei der kostenlosen Version von ChatGPT. Und wenn man ein entsprechend gutes Modell wie Mixtral nutzt, funktioniert das auch sehr gut.
Ja, ich glaube, ich habe in einem Kurzvideo nochmal über Stimmenprogramme und Bildgeneratoren gesprochen. Da ist Focus zum Beispiel relativ weit vorne, sehr einfach zu bedienen. Kann ich nochmal ganz kurz zeigen, wie sowas aussieht. So, das ist die Oberfläche von Focus. Ich habe immer geschrieben, a giant egg in a desert. Mal schauen, was dabei so rauskommt. Das ist quasi von Stability AI, also ein Stable Diffusion Modell, was jetzt hier im Hintergrund läuft. Ja, und da wird dann mal eben ein Riesenei in der Wüste erzeugt. Die Möglichkeiten sind unbegrenzt und da kommen wir dann jetzt zum nächsten Thema. Und zwar, was macht das denn mit uns als Gesellschaft? Und so ein bisschen philosophisch möchte ich ja auch immer so sprechen oder befasse ich mich auch gerne mit Themen. Tja, und was soll ich sagen? Ich habe lange gedacht, ich als Softwareentwickler werde eher weniger betroffen sein, weil es ja viel zu schwierig ist, Programm zu schreiben, das wird eine KI nie können. Aber mittlerweile ist man da eines Besseren belehrt. In der Softwarewelt ist mir gestern so aufgefallen, als ich so drüber nachgedacht habe, war es ja immer schon so, man hat angefangen, mit Lochkarten zu programmieren und dann irgendwann kamen halt die höheren Sprachen dazu. Und als solches, wenn man Software betrachtet, in dem Sinne wird Software bereits durch Software geschrieben. Und der nächste logische Schritt in der ganzen Sache ist, dass Programmiersprachen als solches von Menschen auch gar nicht mehr in dem Sinne beherrscht werden müssen, wie das zum Beispiel noch vor 10 Jahren der Fall war. Jetzt mittlerweile benutze ich den Copilot, also nicht den GitHub Copilot, sondern jetzt auch den Open Source Copilot, um halt eben so mal eben eine kleine Schleife oder sowas einzubauen, wo ich vielleicht gar nicht mehr bei JavaScript genau weiß, wie die Syntax ist. Und das funktioniert sehr gut und das Ganze wird sich natürlich noch stark erweitern. Das heißt, jeder Beruf wird in irgendeiner Form durch KI maßgeblich oder zumindest in Teilen beeinflusst werden. Und es wird auch Berufe geben, die sicherlich komplett ersetzt werden können. Und ich denke, dass ich da in dem Bereich Glück habe, weil ich wahrscheinlich tiefer drin bin als die meisten anderen. Also schon vieles kommen sehen kann und auch schon konnte. Ich habe den Bereich KI schon seit 10 Jahren mehr oder weniger beobachtet und jetzt so im letzten Jahr hat sich natürlich enorm viel getan und da muss ich wirklich sagen, dass selbst ich da nicht mehr wirklich mitkomme, zumindest was die Vorhersagen angeht. Ich hoffe nur, dass es die meisten Menschen nicht so unverbreitet treffen wird, weil das ist, glaube ich, meine größte Sorge. Ich habe weniger Sorge, dass das KI irgendwo die Menschheit einnehmen wird. Es ist wahrscheinlich eher das Problem, dass die Strukturen in der Welt sich verändern, dass halt eben die KI nutzen, deutlich mächtiger, reicher werden als die das eben nicht nutzen oder nicht nutzen können. Und deswegen ist es jetzt an der Zeit, es ist naturgegeben, dass der Anpassungsfähigste halt eben überlebt. Es ist an der Zeit, jetzt Schritte zu unternehmen und sich anzupassen und zu schauen, wie kann man eben Teil davon sein, von dieser Entwicklung, dass man schon mal schaut, wie kann ich möglicherweise in Zukunft gewisse KI-Programme für mich nutzbar machen, wie zum Beispiel, was ich jetzt gerade gezeigt habe, vielleicht E-Mails nur noch einsprechen, gar nicht mehr großartig formulieren müssen, ob das jetzt sinnvoll ist, weil ich denke da auch immer an solche Fälle, wie wenn man aus der Bekanntschaft irgendwie Sprachnachrichten bekommt, wo man doch eigentlich auch hätte eben einen Text sprechen können. Das ist natürlich auch ein Ressourcenverbrauch, wo Speicherplatz benötigt wird, deutlich mehr Daten übertragen werden, da wird mehr Strom gebraucht. Das Ganze also auf die Art irgendwo abzuwägen, ist nochmal auf einem anderen Blatt. Aber letztlich wird das gemacht, wenn es nur ein bisschen mehr Energie kostet als vorher, aber deutlich viel Zeit spart, dann ist die menschliche Zeit natürlich, und das sehe ich auch absolut so, immer noch das Wertvollste, was wir haben. Energie ist als solches ja in großen Mengen auch durch die Sonne vorhanden, wenn wir sie dann richtig nutzen. Und deswegen ist der Trend eigentlich ganz klar. Man wird die Entwicklung der KI nicht aufhalten und es wird auch nicht irgendwo abebben. Wir haben natürlich aktuell noch das Problem, dass KI sehr viel Strom verbraucht im Vergleich zum Beispiel mit der Effizienz vom menschlichen Gehirn noch nicht ganz mithalten kann. Das wird sich aber früher oder später auch einrenken und ich denke, das
wird das Ganze auch nicht besonders ausbremsen, dass man da irgendwann an einer Stelle dann sagt, okay, ein KI-Programm laufen zu lassen, verbraucht einfach unfassbar viel Energie. Wir lassen dafür jetzt menschliche Arbeiter noch arbeiten. Ist vielleicht auch ethisch gesehen nicht ganz korrekt. Da kann man besser sagen, okay, wir optimieren später, wir lassen das jetzt erstmal laufen, so wie es ist. Und dann verbraucht es halt ein bisschen mehr Energie, aber es wird Menschenzeit gespart und die Menschenzeit kann anderweitig sinnvoll eingesetzt werden. Ja, also meine größte Sorge da an der Stelle ist halt wirklich, dass es Menschen unvorbereitet trifft und das wird passieren. Man kann nicht jeden darüber aufklären und Menschen sind auch bequem. Man möchte keine Veränderung, gerade hier in Deutschland. Wir lieben ja, dass alles so bleibt, wie es immer war, was paradox ist, weil es verändert sich ständig. Die KI wird kommen und was jetzt gerade so ein bisschen durchscheint, zum Beispiel bei OpenAI, was ja tatsächlich wohl der Pionier der ganzen Geschichte aktuell noch ist, der Streit zwischen OpenAI und Elon Musk war relativ interessant. Dann auch die Situation, wo zum Beispiel der CEO Sam Altman mal kurz aus dem Board verabschiedet worden ist, so von wegen, du bist jetzt erstmal raus. Elon Musk hat ja OpenAI vorgeworfen, dass das Ganze nicht mehr dem sinngemäßen Gründungsgedanken entspricht. OpenAI ist ja als solches immer schon ein bisschen im Verruf, nicht mehr wirklich open zu sein. Daraufhin hat dann OpenAI wiederum eine Pressenachricht rausgegeben, auch mit internen E-Mails. So, und wenn man sich das Ganze mal genau anschaut, dann kriegt man doch deutlich tieferen Einblick in die ganze Situation. Und Elon Musk scheint als solches sehr, sehr viel Angst vor Google gehabt zu haben oder vielleicht auch noch zu haben. Und Google holt natürlich gerade auch extrem auf. Und zudem scheinen etliche Entwicklungen bei OpenAI, wie zum Beispiel Sora oder GPT-4, bereits sehr viel früher im Vorfeld intern schon zu funktionieren. Bei GPT-4 war es, glaube ich, schon, dass es Mitte 2022 bereits fertig war, also noch vor der Veröffentlichung von ChatGPT selbst. Und veröffentlicht wurde GPT-4 dann erst in, ja, ich glaube, März oder April 2023. Ich habe die Daten jetzt nicht ganz im Kopf, aber auf jeden Fall deutlich später. Das gleiche jetzt mit dem Sora, das ist ja dieses Videogenerierungsmodell. Vielleicht mache ich mir die Mühe und blende das nochmal eben ein bisschen drüber, aber vielleicht auch nicht. Jedenfalls ist der Videogenerator ist natürlich ein Schritt in die Richtung von genereller KI, weil so ein Videomodell, was Schatten erzeugt, was gewissermaßen physikalische Zusammenhänge durch die schiere Masse an Eingangsdaten zumindest scheinbar zu verstehen kann, also dass es halt eben die Physik dahinter versteht, macht doch den Anschein, dass so zumindest eine Zusammenschaltung von eben diesen verschiedenen Ressorts, wie zum Beispiel Texterzeugung, Spracherkennung, was ich gerade gezeigt habe, dass eben zum Beispiel die Spracheingabe funktioniert. Dahinter läuft dann ein Language-Modell, was den Kontext versteht. Dann haben wir vielleicht ein Bilderkennungsmodell, was bestimmte Objekte im Raum erkennen kann. Dann haben wir Steuerungsmodelle für die Robotik. Es deutet doch sehr stark darauf hin, dass zumindest die kleinen Komponenten eines generellen Systems schon laufen. Und wer sagt denn, dass eine KI quasi eine Datei sein muss? Vielleicht ist es bei uns im Gehirn ja ähnlich, dass wir sozusagen eigentlich nur komponentenbasiert funktionieren. Und eine Sache, da erinnere ich mich noch sehr genau dran, so zu meiner Studienzeit, wo es dann auch mal ab und zu zum Thema KI kam, da habe ich gedacht, ich glaube, wir werden KI erst als solches richtig im Sinne der Menschheit entwickeln können, wenn wir uns als Menschen verstehen. Und ich glaube, damit schließe ich dieses Video auch ab. Wir werden als Mensch, wenn KI bessere Kunst machen kann, bessere Musik machen kann, wir die aber vielleicht nicht als solches schätzen. Also das ist natürlich auch noch so ein Ding, so ein Bild von einer KI erzeugt, das mag zwar super cool aussehen, besser als jedes gezeichnete Bild, was ein Mensch zeichnen kann, aber man weiß einfach, es dauert ein paar Sekunden und dann ist das nächste Bild da.
es ist einfach wahr, also bei mir ist es Wahnsinn, was gerade einfach passiert oder was jetzt in Zukunft passieren wird. Zum Beispiel Fotografen, die fotografieren, die Models, die diese Mode tragen. All das ist ja mehr oder weniger auswechselbar. Es wird nur eine Frage der Zeit sein, bis die Firmen sagen, es ist für uns viel günstiger, so ein Bild zu generieren. Und wenn wir da irgendein Poster haben und da ist ein Model drauf, was es vielleicht gar nicht gibt, dann ist ein Shitstorm für das Model auch völlig egal. Also das Thema virtuelle Influencer und was es da alles gibt. Das sind alles diese Anfänge und es kommt in einem so rasanten Tempo auf uns zu, dass viele davon, wie ich ja eben in meiner Sorge schon erwähnt habe, sehr wahrscheinlich davon überrannt werden. Und ich hoffe, dass das für uns alle eine gute Entwicklung nimmt. Ich sage gar kein gutes Ende, weil das Ende, da bin ich relativ optimistisch, dass es wieder eine gute Zeit irgendwann erreichen wird. Ich hoffe nur, dass es im Verlauf des Prozesses nicht zu viele Kollateralschaden gibt. So würde ich das, glaube ich, ausdrücken. Und deswegen, ich sage ja immer, macht euch smart und unabhängig, befasst euch und auch eure Bekannten mit diesem Thema. Es ist eine Diskussion, die wir alle tragen müssen. Das ist auch der Gedanke der Demokratie. Mir schwirren gerade zu viele Gedanken im Kopf rum, dass ich hier ohne Skript den Faden halten kann. Aber wir machen das Ganze jetzt kurz. Die abschließenden Worte sind einfach, dass es kommt auf uns zu. Wir werden uns anpassen müssen. Wir werden unseren Wert als Mensch hinterfragen müssen. Denn wenn ich selbst ein Kunstwerk erzeuge, dann wird das in der Welt nicht mehr so bekannt oder nicht mehr so bestaunt, weil es könnte ja auch KI erzeugt sein, beziehungsweise KI macht es genauso gut. Das heißt, wir werden viel mehr uns auf die Dinge konzentrieren, die uns Spaß machen, die vielleicht nicht auf Anerkennung oder auf Geld aus sind. Und wir werden als Menschheit vielleicht auch wieder gleichwertiger. Und das kann ja auch was Gutes sein. Dass vielleicht auch weniger talentierte Menschen, zumindest im Sinne von Produktivität und Profit, genauso viel Wert geschätzt werden von den Leuten, die das vielleicht aktuell nicht tun. Und ich glaube, das ist eigentlich ein ganz schöner Gedanke, wenn es so in diese Richtung geht. Und deswegen sehe ich das Ganze positiv, weil ich glaube, dass wir alle eine angenehme Zeit haben werden. Und wenn wir uns darauf berufen, wieder unsere inneren Werte zu erkennen, also gar nicht unbedingt, wie produktiv bist du, wie viel Geld hast du dieses Jahr gemacht, sondern vielmehr, warst du dieses Jahr glücklich, dann ist das doch eine sehr schöne Zukunft. Zumindest eine Idee. Und das ist ja auch hier mein Kanalthema. Zuerst war die Idee. Und in dem Sinne dann immer schön smart und unabhängig bleiben. Und wenn ihr es noch nicht seid, dann strebt auf jeden Fall diesen Weg an. Bis bald.